Moin Moin, herzlich willkommen bei Cross Coffee. Kommt rein, schaut euch um. Wir sind hier bei Cross Coffee in der Rösterei. Mein Name ist Oliver Kriegsch. Ich habe das Unternehmen 2013 gegründet, eigentlich aus dem Hobby heraus. Betreiben wir heute hier in Bremen-Gröpeling eine kleine Kaffeerösterei im Specialty-Coffee-Segment und beschäftigen uns ausschließlich mit nachhaltig und transparent gehandelten Rohkaffees, haben immer nur ein sehr eingeschränktes Angebot. Es sind meistens so 6 bis 7 Projekte. Alle Kaffees, die wir hier haben, haben eine namentliche Person, die dahinter steht, die quasi die Ursprungsbewirtschaftung, das Qualitätsmanagement vor Ort macht und dafür sorgt, dass wir hier schöne, projektbezogene, nachhaltig gehandelte Kaffees in Bremen verarbeiten können. Der Prozess sieht wie folgt aus. Wir kriegen noch romantische Kaffeesäcke von 60 bis 70 Kilo angeliefert. Die teilen wir dann entsprechend des Produktionsprogramms in Chargen auf. Unsere Röstmaschine, die kann 15 Kilo. Wir verarbeiten hier bei Chargengrößen von 8 bis 12 Kilo. Das wird alles entsprechend ausgewogen auf Eimer. Die Eimer werden dann quasi in die Röstmaschine entleert und wenn die Einlasspunkte erreicht sind, das sind bestimmte Temperaturwerte, dann wird ein Schieber geöffnet, der Rohkaffee rauscht in die Maschine rein, kühlt das Gesamtsystem erstmal runter. Das heißt, diese Kurve fällt von knapp 200 Grad auf 80 Grad und von da aus nimmt der Kaffee langsam Energie auf, wird quasi getrocknet. Ein Rohkaffee hat so um die 12% Restfeuchte, die muss erstmal raus. Und dann erreicht der Kaffee einen Punkt, wo er die Farbe wechselt von grün nach gelb. Und da sprechen die Röster von einer Gelbphase. Da fängt es an, interessant zu werden, weil da setzen Reaktionsprozesse ein, die dazu führen, dass sich das Kaffeearoma entwickelt und dass die Zucker, die im Kaffee drin sind, auskaramellisieren. Das passiert dann bis zum Punkt, den nennen die Röster First Crack. Da expandiert die Bohne, weil so ein hoher Innendruck entsteht, dass sie wie Popcorn aufgeht. Und ab da wird es nochmal interessant, weil sich dann Fruchtsäuren abbauen, der Zucker weiter auskaramellisiert und das bringt halt schöne Aromen in die Tasse mit einer schönen Grundsüße und einem vollen Körper. Und das ist genau das, was wir erreichen können, dass wir einen schönen, leckeren Kaffee trinken können, der aus nachhaltigem, direkten Handel kommt. Wenn wir mit dem Rösten fertig sind, dann kann man den Kaffee noch nicht sofort trinken. Man muss noch so 5 bis 8 Tage warten, bis er quasi noch ein bisschen CO2 abgelassen hat. Wir verpacken den aber schon mal in Tüten. Die haben ein Ventil, da kann das Gas raus. Die werden oben zugeschweißt, sodass sichergestellt ist, dass dieser Kaffee halt mindestens ein Jahr übersteht. Aber ich empfehle euch, den innerhalb von 90 Tagen nach der Röstung auszutrinken. Ja, und wer sich vom guten Geschmack des Kaffees überzeugen möchte, der ist herzlich eingeladen, hier jeden Freitag vorbeizukommen. Da haben wir von 16 bis 18 Uhr unseren kleinen Werksverkauf auf. Da kann man alle Kaffees probieren, einen Teil von begleitenden Produkten. Wir haben zum Beispiel auch noch jemanden hier, der Schokolade macht. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. So schmeckt Bremen. Heiß und stark. Prost!